Hallo, hier ist Meini. In diesem Video will ich euch zeigen, wie man Kroketten, Herzogin und Marquerkartoffeln richtig zubereitet. Dafür bereiten wir eine Kartoffelmasse, eine sogenannte Duchesse-Masse vor. Als erstes kochen wir gleich groß geschnittene, mehlig kochende Kartoffeln in Salzwasser auf, kochen sie aber nur so lange, bis sie gar werden. Wenn man sie länger kocht, saugen sie sich mit Wasser voll und das wollen wir nicht. Wenn die Kartoffeln gar sind, kommt das gesamte Wasser weg und wir stellen den Topf mit den Kartoffeln wieder auf den Herd und lassen sie ausdampfen. 3 bis 4 Minuten. Nach 3 bis 4 Minuten pressen wir bzw. stampfen wir die Kartoffeln zu einer feinen Masse und halten sie im Topf ständig in Bewegung, damit sie weiter ausdämpfen können. Warum machen wir das Ganze eigentlich mit dem Ausdämpfen? Das Ausdämpfen machen wir deswegen, weil die Kartoffeln die Flüssigkeit verlieren müssen, damit sie später, wenn wir sie zum Beispiel frittieren, nicht platzen oder reißen, sondern richtig schön stabil bleiben. Dann kommen noch Eigelbe dazu, wir rühren das ganz schnell unter sozusagen und dämpfen die Kartoffel weiter aus. Auch dann, wenn auf dem Topfboden ein gelber Belag entsteht. Dann kommen noch natürlich die Gewürze rein und eine Butterflocke darf eigentlich auch nicht fehlen. Viele Köche machen an dieser Stelle noch Stärke mit rein. Wenn die Kartoffeln gut ausgedämpft sind, braucht man wirklich keine Stärke mit reinzugeben. Die Kartoffelmasse, die sogenannte Duchesse-Masse, ist jetzt fertig und wir können sie weiterverarbeiten. Machen wir als erstes die Kroketten. Die heiße Kartoffelmasse kommt jetzt in einen Spritzbeutel und wir spritzen uns gleichmäßig große, lange Streifen. Bitte verzichtet darauf, für die Kroketten die Kartoffelmasse mit den Händen auszurollen, weil das erstens einfach viel zu ungerade wird und zweitens viel zu lange dauert, verglichen mit der Spritzbeutelmethode. Damit die Kartoffelmasse an der Schnittstelle sozusagen schön rund und gleichmäßig bleibt, schneidet bitte die Kartoffelmasse erst nachdem sie im Kühlschrank abgekühlt ist. Wenn die Kartoffelmasse schön abgekühlt ist und die Kroketten portioniert sind, könnt ihr sie natürlich schön panieren. Mit der klassischen Panierstraße aus Mehl, Ei und Paniermehl. Dann werden die Kroketten bei etwa 160 Grad 2 bis 3 Minuten goldgelb ausgebacken. Sollten eure Kroketten jetzt einen Riss bekommen haben, dann liegt das daran, dass ihr sie vorher beim Ausdampfen der Kartoffelmasse nicht genug ausgedämpft habt. Probiert auch ruhig neue Panierversionen aus, zum Beispiel mit Cornflakes, Nüssen, Maismehl oder Kürbiskernen. Die Herzogin-Kartoffeln werden natürlich auch im warmen Zustand mit einer Sterntülle gespritzt und dann am besten sofort gekühlt. Bei Bedarf einfach rausholen, mit Eigelb bestreichen und im Ofen bei etwa 180 Grad goldgelb ausbacken. Bei den Marquerkartoffeln kommen noch klassisch Petersilie und Speck mit rein. Ihr könnt natürlich auch angeschwitzte Schalotten oder Zwiebeln mit reingeben. Das Ganze wird natürlich in Mehl gleichmäßig gerollt, gekühlt, erst dann wieder rausgeholt, in Scheiben geschnitten und in Butter bzw. Schmalz goldgelb ausgebacken. Natürlich kann man aus der Duchesse-Masse noch mehr machen, zum Beispiel Gnocchis, Schupfnudeln, Klöße oder Dauphin-Kartoffeln. Das alles blende ich für euch hier oben ein. Viel Spaß dabei!